Du fragst dich, warum dein Team nicht zu 100% funktioniert. Ich kann euch die Antwort hier mit diesem kleinen Guide äh, erklären. Und zwar, ich hatte schon in den anderen Videos immer wieder mal erwähnt, dass der Boss zu 20% glänzt, also quasi ein Streifschuss landet. Hier in der passiven. Flexible Körperbewegungen bewirken eine 20%ige Chance, dass feindliche Angriffe sich zu Streifschuss ändern. Allerdings verringern sich die Wahrscheinlichkeit des Streifschusses um 5% für jeden Buff, die der Angreifer besitzt. So, das ist das Problem. Warum? Auch wenn euer Ninrate zum Beispiel 100% Crit Rate hat, 96 oder 100% Genauigkeit hat, also ihr sollt nicht diese Stats haben, das ist nur für den anderen Dungeon, deswegen habe ich diese Stats, also nimmt das nicht als Maß. Und dennoch failt ihr. Das liegt an diesem Passiven. Ihr bekommt die Chance, die Chance ist immer da, dass ihr einen Streifschuss landen könnt. Aber ihr könnt das Team so bauen, dass ihr eine 100%ige Chance habt, genauso auch wie der Kapitän. Die Dots, die er platzen lässt, die können auch passieren, dass sie gestreifschusst werden. Was für ein komisches Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also Glancing Hit vollbracht wird vom Boss. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr diese Buffs halt benutzt. Ihr braucht, ich kann mal laufen lassen, mein Team zum Beispiel funktioniert zu 100% im Schnitt von 35 Sekunden. Das Team läuft 35 Sekunden circa, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Oder ich glaube sogar 40 Sekunden Durchschnitt. Ja, mein bester Run war 35 Sekunden. Genau. Und das Team funktioniert zu 100%. Ich habe seit Tagen keine Fails mehr gehabt. Normalerweise hatte ich mal ein oder zwei Fails gehabt. Passiert einfach, aber mittlerweile habe ich das Team so gebaut, dass 0,0% failen kann. Und das zeige ich euch gleich, wie das funktionieren wird. Zack, und das fertig. Und das wird immer genau so laufen. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. 34 Sekunden ist der beste Run gewesen, das waren jetzt gerade 37 Sekunden. Das Problem dabei ist einfach, ihr habt jetzt auch gesehen, bei mir waren nur 2 Buffs drauf. Nur 2. Warum funktioniert das trotzdem bei mir? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe auf meiner Ninratte sowohl als auch auf dem Geisterkapitän einen besonderen Set drauf. Und zwar das Stabil-Set. Das Stabil-Set bewirkt, dass der Streifschuss, den ihr machen würdet, minus 12% beträgt. Das heißt, wir haben schon von Haus aus nur noch eine 8%ige Chance auf einen Streifschuss bei dem Boss. Dadurch, dass wir nur eine 8%ige Chance haben, werden wir nur 8% nur glänzen. Warum habe ich trotzdem eine 100%ige Chance, nicht zu glänzen? Das zeige ich euch jetzt nochmal. Ich drücke auch gleich auf Pause. Ihr seht, ich habe von Anfang an immer pro Runde habe ich einen Buff schon drauf. Das ist der Buff von meiner Schildkröte. Und zwar das Verbündeten-Schild-Buff. Das bekommen die Monster jede Runde. So, da seht ihr es. Jede Runde haben sie diesen Buff. Und sobald die Turnorder fängt immer mit meinem Stahlflügel an. Als zweites kommt dann die Leseratte, das ist egal. Und als drittes kommt die Schildkröte. Und sie bewirkt auch nochmal einen Buff, sodass meine Leseratte, sodass meine Ninratte und mein Kapitän beide jeweils 2 Buffs drauf haben, was ja nochmal 10% reduziert. Bedeutet, wir sind über dem Limit, wo wir Streifschüsse landen können. Das heißt, zusammengerechnet sind es knapp 22%, die wir minus machen von der passiven. Das heißt, wir sind auf jeden Fall drüber. Das ist der Grund, warum eure Ninratte manchmal nicht alle Dots draufhaut oder euer Piratenkapitän nicht den Schaden raushaut, den er machen soll, wenn er die Dots platzen lässt. Das war's. Das ist das Einzige, was das Problem bewirkt, warum eure Teams nicht zu 100% laufen. Falls ihr die Bauteile sehen möchtet, hier zeige ich sie nochmal. Also die Intelligenz ist genau gleich geblieben. Ich habe nichts an den Buffs geändert, an den Intelligenz geändert. Bauteile habe ich jetzt so geändert. Achtet nur drauf. Versucht zumindest auf 85 Genauigkeit zu kommen, weil ich habe jetzt getestet mit weniger. Kann mal passieren, dass sie vielleicht nicht dotten, aber 85 solltet ihr mal anpeilen.
70% könnt ihr auch mal gucken, ob es, wenn es für euch funktioniert, besser. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann guckt, dass ihr einfach die Genauigkeit auf 85% macht. Bei ihm habe ich jetzt halt gar keine Genauigkeit. Sollte ich vielleicht auch noch mit reinpacken, aber das gucke ich dann mal in der nächsten Zeit. Das hier ist das, was ich meine. Verbündetenschild plus 3 Runden. Das ist der Grund, warum ich immer einen Buff pro Runde in der Welle, immer wieder einen Buff auf meinen Elements habe. Ansonsten habe ich nur Inspirationsset drauf. Hier genauso auch wieder dieses Stabilset und das war es eigentlich schon. Mehr haben wir nicht drauf. Leseratte hat auch nichts anderes drauf. Es ist einfach nur 85% Crit Rate. Das ist für den anderen Dungeon, deswegen hat er 85%. Vor allem, ihr müsst auf der Leseratte 85% haben, wenn ihr keinen Crit Rate Buffer dabei habt, genau. Weil ihr müsst 85% haben, weil der Boss oder das Element Wasser gibt euch nochmal 15% Crit Rate. Damit kommt ihr auf 100% Crit Rate. Wenn ihr dieses Team so laufen wollt, weil sonst müsst ihr die Ameise mitnehmt, weil die gibt euch einen 30% Crit Rate Buff. Das Problem ist bei ihr immer, sie kann mal fehlen, weil sie immer auf dem ersten Skill diese 30%ige Chance hat, einen Extrazug zu bekommen. Und das will ich damit vermeiden, weil das den Run langsamer macht, den Run nicht mehr konstant macht und. Deswegen habe ich versucht, jetzt die Leserate auf 85% zu bringen und habe dafür dann die Schildkröte reingepackt und so, oder besser gesagt den Stahlflügel reingepackt. Und so funktioniert das Team zu 100%. Falls es euch gefallen hat, freue ich mich immer wieder über einen Daumen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall helfen. Viel Glück und viel Erfolg bei euren Dungeon Runs. Bis dann. Peace.